Deutschland 1945. Ein Volk auf der Flucht. Im Osten dringt die Rote Armee immer weiter vor. Hitlers Krieg ist verloren. Doch das Leiden geht weiter. Millionen fliehen bei Eis und Schnee. Ein Exodus, wie ihn die Welt nie sah. Über das Eis des Haffs in Ostpreußen, auf Schiffen über die eiskalte See, auf den Straßen Schlesiens, in Pommern und im Sudetenland. Es mündet in Vertreibung. Mehr als 12 Millionen Menschen verlieren ihre Heimat. Bis zu 2 Millionen auch das Leben. Wer es überlebte, wird es nie vergessen. Es begann in Ostpreußen. Die frische Nährung, 70 Kilometer lang, ein paar hundert Meter breit. Im Winter 45 für mehr als 1 Million Menschen letzter Fluchtweg in den Westen. Mehr als 50.000 kommen hier um. Bei minus 20 Grad. Voll panischer Angst. Weg, 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 bloß keinen Russen sehen. Weg, weg, weg. Und wenn ich verbeißen, wenn ich Tag und Nacht fahre und mir die Pferde vorm Wagen umkippen, aber bloß weg, weg, weg. Jagd auch auf Flüchtlinge, oft ohne Rücksicht. Das war das Schrecklichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Wie Frauen und Kinder und Pferde und alles einfach zermahlen wurden wie... Nee, das kann man keinem Menschen schildern, wie das war. Ein von Panzern überrollter Dreck. Die Spirale der Gewalt. Damals dachten wir vor allem an die ungeheuren Verbrechen, die die Deutschen bei uns angerichtet hatten. Und das sollten sie jetzt auch erfahren. Ein halbes Jahr zuvor. Sommer 44. Letzte Ernte in Ostpreußen. Noch wirkt das Land wie eine Insel des Friedens. Land der kristallenen Seen, Land der dunklen Wälder. Inmitten dieser Wälder, hinter meterdicken Beton, Hitlers Hauptquartier, die Wolfschanze. Der Standort ist geheim. Fast niemand im Dorf hat gewusst, dass dort in dem Wald das Führerhauptquartier ist. Es war ein abgezäuntes, abgesperrtes Gebiet, in das niemand konnte und von dem man geheimnisvolle Dinge erzählte. Ein paar Minuten der Ruhe und Entspannung. Der Führer mit seinem jungen Schäferhund Blondie. Selbstinszenierung mit Hund. Von der Wolfschanze aus dirigiert Hitler den Untergang. Ein Kriegsherr fern der Wirklichkeit. Die wird längst von anderen bestimmt. 22. Juni 1944. Stalins Truppen suchen die Entscheidung in Weißrussland. Zerschlagen in wenigen Tagen die deutsche Heeresgruppe Mitte. 350.000 Tote und Gefangene. Mehr als in Stalingrad. In Moskau werden die Gefangenen zur Schau gestellt, wie bei den alten Römern.
Ihr Schicksal hat für Ostpreußen weitreichende Folgen. Der Blitzkrieg der Roten Armee schiebt die Front bis an die Grenze des Hitlerreichs. Doch an Evakuierung darf keiner denken. Es war ja damals noch alles auf den Endsieg programmiert. Jedenfalls waren das die offiziellen Parolen der Partei. Und das hätte also, wenn man die Zivilbevölkerung evakuiert hätte, wäre das ja ein Beweis gewesen, dass man an den Endsieg nicht mehr glaubt. Im Spätsommer hören die Ostpreußen schon das Grollen der Front. Vorbereitungen zur Flucht verbietet die Partei. Am 27. und 30. August bombardieren die Briten Königsberg, die Hauptstadt Ostpreußens. 2500 Tote. Wenig später die ersten deutschen Flüchtlinge auf Ostpreußens Straßen. Sie kommen aus dem Memelland. Vorboten des großen Sturms. Viele verschließen davor die Augen. Jeder hat sich immer an seinem Haus und seinem Vermögen oder seinem Grundstück oder sonst was geklammert und wollte es einfach nicht wahrhaben, dass die Gefahr ist. Erich Koch, Ostpreußens Gauleiter, korrupt und verstrickt. Er verspricht, deutschen Boden werde die Rote Armee niemals erobern. An den Grenzen lässt Koch Panzergräben anlegen. Der Ostwall ausgehoben von Hitlerjugend, von alten Männern und von Frauen. Militärisch ohne Wert. Dennoch trügerische Hoffnung. Schubbrigade nannte man das. Und als die dann zurückkamen, haben die gesagt, da kommt der Russe nie rüber. Nicht? Aber haben die alle getäuscht. Nicht? Da hatte man sich auch so ein bisschen mit sicher gefühlt. Schon im Oktober wird die Illusion zerrissen. Zwischen Goldab und Gumbinnen rollen sowjetische Panzer zum ersten Mal über die deutsche Grenze. Eine kleine Offensive mit großen Folgen. Der Weiler Nemmersdorf erlangt traurige Berühmtheit. Am 21. Oktober, einem Samstag, treffen Rotarmisten hier auf 27 Dorfbewohner. Am 21. hatte mein Vater Geburtstag. Und und da war ja nun immer dieses Gefecht und wir sind dann sehr früh da auch an diesem Unterstand. Während die Nemmersdorfer um ihr Leben bangen, plündern Rotarmisten ihre Häuser. Dann das erste Zusammentreffen. Am späten Nachmittag, da war von unserer Luftwaffe ein Angriff. Und dadurch sind die ganzen Russen, die da im Oberdorf, in unserer, die sind dann alle da zu uns reingekommen. Ein Offizier der 11. Gardearmee befiehlt seinen Männern, die Zivilisten zu erschießen. Wie der Luftangriff dann vorbei war, dann hieß es immer Paschol, Paschol. Und wie wir schon die Russen, da war der ganze Abhang, die ganzen Russen, die standen am Abhang mit Maschinenpistolen. Ein deutscher Gegenangriff zwingt die sowjetische Einheit, sich zurückzuziehen. Am Morgen des 23. Oktober, 2 Tage nach dem Massaker in Nemmersdorf, finden deutsche Soldaten die Toten. Wir sind also in die Ortschaft rein und einer meiner Soldaten bringt mir ein kleines Baby an, ein paar Wochen alt. Die hatte auch schon Kopfschuss, das Kind. Hat noch gar kein Blut gehabt, sondern so eine rosa Flüssigkeit war um die Einschusswunde herum. Die Wochenschau erhebt das Verbrechen zum Fanal. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. Diese Worte sollen Hass schüren. Doch mit der Wahrheit von Nemmersdorf haben sie nicht viel zu tun.
Augenzeugen widersprechen der Propaganda. Wenn da geschrieben wurde, es sind Frauen gekreuzigt worden oder angenagelt worden, das ist ungeheurer Blödsinn. Es ist auch keine Frau vergewaltigt worden. So wie sie jetzt da liegen, wie sie aufgenommen worden, das hat man nachträglich gemacht. Man hat die Kleider hochgezogen und auch runtergezogen. Ein grausamer Mord und sein verbrecherischer Missbrauch. 26 Unschuldige von Sowjetsoldaten erschossen und dann von der NS-Propaganda noch einmal entwürdigt. Ein Protokoll der deutschen geheimen Feldpolizei belegt, die Leichen wurden aus ihrem Grab entfernt und präpariert, um sie vor den Kameras zur Schau zu stellen. Und die SS schickte dafür ihren ranghöchsten Mediziner, den Leibarzt Himmlers. Nemmersdorf war Chefsache geworden. Auch Propagandaminister Goebbels ist beteiligt. Goebbels hat auf die sowjetischen Gräuel sehr stark reagiert und hat immer wieder in seinen Weisungen dazu Hinweise gegeben, das sollte stärker beurteilt werden und sollte stärker in den Vordergrund gedrückt werden. Und hat eben die ohne Zweifel tatsächlichen Gräuel, die passiert sind, hat er also sozusagen die freie Verfügung gegeben, die noch ein bisschen doller zu gestalten. Die Wahrheit über Majakowskoje, früher Nemmersdorf: 26 Menschen wurden kaltblütig ermordet. Doch Vergewaltigungen, wie andernorts 100.000-fach geschehen, gab es hier nicht. Dass sie uns irgendwie belästigt haben, das haben sie nicht getan. Gerda Metschulat und ihr Vater. Er gehört zu den Opfern. Ich bin als Letzterer und bin dann gestolpert und bin dann so hingefallen und dann ist der Offizier von hinten und hat mit der Pistole auf mich geschossen. Ja. Sie überlebt, wie durch ein Wunder. Hinterher hörte ich nur immer, wie die Erschossenen dann so noch geröchelt haben. Ja. Sie sollen die Antwort geben. Volkssturm, das letzte Aufgebot. Mit Jugendlichen und alten Männern will Gauleiter Koch Ostpreußen verteidigen. Ein alter Mythos soll dafür neue Hoffnung spenden. Das Tannenberg-Denkmal. Koch zeigt sich hier gern. In Tannenberg hatten im Ersten Weltkrieg deutsche Truppen die Armee des Zaren besiegt. 1914 kamen die Russen bis zu uns ungefähr, haben zum Beispiel die Kosaken meinen Großvater getrieben, haben ihn nicht erwischt und das wurde immer wieder erzählt. Und dann kam die Schlacht von Tannenberg und dann wurden sie rausgeschmissen. Und das war so ein Grunddesign, nach dem offenbar die bäuerliche Bevölkerung lebte. Wenn da irgendwer reinkommt, dann gibt es Leute, die rausschmeißen. So vergeht der Herbst in Ostpreußen. In der trügerischen Hoffnung, dass sich Geschichte wiederholt. Nur er verlässt das gefährdete Land. Hitler wieder in Berlin. Im Osten kann ich noch Raum verlieren, erklärt er kurz vor Weihnachten. Dieser Bub kann sich als erster die Weihnachtsbescherung ansehen. Der Zauber des Lichterbaums umfängt die Kinderschar. Schöner Schein als Beruhigungsmittel für die Heimatfront. Zum Jahreswechsel die letzte Ansprache. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er das als seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt. Dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen. Opfer für ein Reich, das längst verloren ist. Hitler will die Deutschen mit sich in den Abgrund reißen. 12. Januar 1945. Großangriff der Roten Armee im Osten. Lange erwartet. Hitler hatte die Warnungen seines Geheimdienstes verspottet als größten Bluff seit Genghis Khan. Jetzt stoßen sowjetische Truppen auf breiter Front nach Ostpreußen vor.
Die Menschen dort hatten ausharren müssen. Vorbereitungen zur Flucht standen unter strenger Strafe. Die meisten trifft es wie ein Schock. Das ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Gestern noch wurde allen erzählt, wie herrlich und wundervoll es sein würde, wenn wir den Krieg gewinnen. Und 24 Stunden später musste ich denen verkünden, also Kinder, wir müssen alle hier raus. Und das war natürlich ein Chaos, was entstand aus Verzweiflung und Trauer und Hoffnungslosigkeit. Viele müssen zu Fuß aufbrechen oder packen hastig Hab und Gut auf Fuhrwerke. Keine Zeit für Abschied. Alles im Stich zu lassen und keine Chance mehr haben, das wiederzukriegen. Ich meine, einige haben ein bisschen was gekriegt, aber der Großteil hat es nicht gekriegt. Das war brutal, das tut schon weh. Einzigartige Amateuraufnahmen vom Aufbruch einer ostpreußischen Bauernfamilie. Die Großmutter kann nicht mehr laufen, muss oben auf den Wagen. Der Verlust von Haus und Hof trifft die Alten besonders. Ich habe da meinen Großvater das erste Mal weinen sehen, so bitter. Das werde ich nie vergessen. Er drehte sich immer wieder um, aber es gab kein Zurück mehr. Viele Tausend zerbrechen innerlich, sehen keinen Ausweg mehr, geben auf. Da machte er die Tür auf. Da war ein riesengroßer Tisch. An diesem Tisch saßen etwa 6 Menschen. Nur Junge und 2 Alte. Waren alle tot. Vergiftet. Millionen andere brechen auf, im härtesten Winter seit Jahren. Niemand kümmert sich um sie. Die Partei längst geflohen. Ich bin zur Kreisleitung gegangen und dachte, die werden einem nun sagen, was man machen soll und so weiter und wo Züge gehen und so. Und da war überhaupt niemand mehr, weil die waren als allererste getürmt natürlich. Und ich weiß noch, die Fenster standen auf und das werde ich gar nicht vergessen, wie in diesem Zug, der da entstand, verkohltes Papier rumwirbelte. Die haben also schnell noch einiges verbrannt. Auch der Gauleiter, der sich so gerne volksnah gibt, kehrt seinem Volk den Rücken. Koch flieht aus Königsberg in einen Bunker an der Küste. Von dort schickt er Funksprüche an Hitler: Ich kämpfe weiter. Die sowjetischen Truppen marschieren unaufhaltsam vorwärts. In manchen Frontabschnitten sind sie der Wehrmacht 20:1 überlegen. Am 21. Januar fällt Insterburg, eine Stadt, die weitgehend vom Krieg verschont geblieben war. Das war so eine Wut. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir fühlten so ungeheuren Neid. Sie lebten doch so sehr im Reichtum und wir dagegen in Armut. Und dennoch haben sie uns angegriffen und versucht, uns des Letzten zu berauben. Bewegt von solchen Gefühlen treffen Rotarmisten erstmals in großem Umfang auf deutsche Zivilisten. Der erste Kontakt verläuft manchmal überraschend. In einer großen Wohnstube saßen vielleicht 30 Leute, vor Schreck erstarrt. Draußen rollen die Panzer und dann huschte da eine Gestalt am Fenster vorbei. Ein Russe. Todesstille. Der kommt rein, guckt ein bisschen verlegen und sagt: Uri, Uri, Uhren. Blitzschnell rissen alle, die irgendwas hatten, die Uhr von der Hand oder sonst wo. Er gaben dem einen Haufen Uhren und er hat sich sogar noch bedankt und ist gegangen. Wir waren völlig irritiert. Wir hatten gedacht, der schießt jetzt oder macht irgendwas. Gar nichts. Oft läuft es weniger glimpflich ab. Hinter der deutschen Frontlinie auf verschneiten Straßen nimmt die Tragödie ihren Lauf. Hunderttausende irren mit ihren Wagen durch das Land. Weichen der nahenden Front.
Doch viele große Straßen, die nach Westen führen, bleiben Flüchtlingen versperrt. Die Tracks, die wurden natürlich nicht da auf die Straßen zugelassen. Das war alles nur fürs Militär. Wir fuhren über Sturzacker, über Feldwege, durch Waldwege. Wir hatten gar keine Ahnung. Nur so ein bisschen nach dem Daumen gerichtet oder nach der Himmelsrichtung oder sonst was. Als erstes trifft es die Kinder. Bei zweistelligen Minusgraden haben sie kaum Chancen zu überleben. Viele bekommen Fieber, fangen an zu zittern. Ihre Mütter müssen tatenlos zusehen. Ich habe also viele Frauen gesehen, die ihre toten, erfrorenen Kinder getragen haben und die nicht loslassen wollten. Ist klar, nicht? Welche Mutter lässt denn schon gerne auch ihr Kind, wenn es nicht mehr lebt, dann nun einfach im Straßengraben liegen? Ostpreußens Alleen, im Sommer von Reisenden bestaunt, jetzt von Leichen gesäumt. Keine Zeit für ein Begräbnis. Keine Zeit zu trauern. Es hatte jeder mit sich selbst zu tun. Es wurde ein Gebet gesprochen oder kurz Andacht, wie man so sagt. Und dann ist man weitergegangen. Dann wurde ein bisschen Schnee rübergeschüttet. Und dann gingen die Menschen weiter. Es wurde kein Wort erzählt unterwegs, als wenn die sprachlos waren, als wenn nur noch das eigene Leben war interessant. Es hat sich keiner mehr um anderen gekümmert. Nicht? Im großen Treck ist jeder auf sich gestellt. Oft bietet selbst die Familie keinen Schutz mehr. Die Brüder Gerd und Emil Schäffler, hier ein Bild aus sorglosen Tagen, verlieren im Treck ihre Eltern aus den Augen. Auf einmal kamen die Tiefflieger. Und die kamen ganz tief, ich habe noch hochgeguckt, mein Bruder auch. Und in dem Moment da hagelten die Bomben. Mein Bruder, der mich sonst immer beschützt hat, lag neben mir und naja. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Während der Rest des Trecks mit den Eltern weiterzieht, verblutet der Bruder in den Armen von Gerd Schäffler. Das vergesse ich nicht, das waren seine letzten Worte. Ich kann mir die Beine nicht mehr bewegen. Ich kann die Beine nicht mehr bewegen. Gerd, leg mal die Beine rum. Und dann dauert es nicht lange und er war still. Keine Zeit für Mitleid. Zwischen den Fronten werden ganze Trecks zerschossen und überrollt. Ja, auch ich bin sehr dicht an einem Pferdewagen vorbeigefahren und habe ihn wohl umgestoßen. Ob da Zivilisten noch am Leben waren oder nicht, hat mich überhaupt nicht interessiert. Wir mussten vorwärts. Ein Treck schafft im Schnitt 10 Kilometer am Tag. Die Spitzen der Roten Armee 35. Wenn die Panzer zu sehen sind, ist es schon zu spät. Wir saßen im Schützenloch, ein bisschen abseits von der Straße und konnten ansehen, wie das da auf der Straße zu sich ging. Es war furchtbar. Und dann trat eine Wahnsinnsstille ein. Nichts mehr war zu hören, erst Geschrei und naja, ein fürchterliches Getöse.
Und dann kam Wahnsinnsstille. Auch die Wehrmacht nimmt oft keine Rücksicht. Wir haben sie nur gesehen, wie sie da umkippten, wie sie da lagen, wie die Frauen da schreiend, händeringend und Hände schlagend daneben liefen. Aber wir konnten ja nicht helfen. Wir konnten nicht halten. Und das war das Schlimme. Und es hat uns auch keiner befohlen, da was zu tun, im Gegenteil. Die Wochenschau berichtet von der Katastrophe im Osten mit 2 Wochen Verspätung. Es gibt keine Nacht und keinen Tag mehr. Überall kann der Gegner sein. Überall treten ihm unsere Panzer und Grenadiere entgegen. Diese Tage und Wochen im Osten verlangen harte Herzen und harte Fäuste. Kein Wort zum Schicksal der Flüchtlinge. Auch Gräuel an Zivilisten werden nicht mehr erwähnt. Die Propaganda um Nemmersdorf hat zu viel Panik erzeugt. Doch gerade jetzt entlädt sich der aufgestaute Hass. Er trifft besonders die Frauen. Vergewaltigung sehen viele Rotarmisten als Recht des Siegers. Widerstand kann tödlich sein. Ich habe mich krank gestellt. Ach, ich habe mir das Gesicht mit Farbe beschmiert. Ich habe mich im Stroh versteckt. Dann haben die mit gestochert mit Gabeln. Und da hatte ich mich krank gestellt, machte, als wenn ich mich übergeben muss. Und dann waren da 3 oder 4 reingekommen und der eine, der hielt mir eine Pistole vor. Ich sag, schieß doch, schieß doch. Hildegard Rauschenbach ist damals 19 Jahre alt. Die erste Nacht, die Einquartierung, da machte ich Bekanntschaft mit diesen Menschen und sagte zu meiner Mutter, Mamachen, die nächste Nacht erlebe ich nicht mehr. Auf einem Gutshof voll mit Flüchtlingen wird Hildegard Rauschenbach von sowjetischen Infanteristen mehrfach vergewaltigt. Ich habe auch dabei Mitleid erfahren. Ja? Ich habe sehr geweint und dann ne Platchen, nicht weinen, nicht weinen. Das Wort hatte ich behalten und wusste nachher, dass ich es weinen. Ja. Hinterher mich mit Uhren beschenkt. Als ihre Peiniger den Marschbefehl erhalten, entscheidet sich das Schicksal der jungen Frau. Und da fragte mich der Dolmetscher, Offizier, dich fragen, willst du bei ihm bleiben und wenn Truppe weg, du wieder zu Mama und Papa oder nach Sibirien? Und ohne zu zögern habe ich geantwortet, nach Sibirien. Hildegard Rauschenbach kommt für 3,5 Jahre nach Sibirien, eine von Hunderttausenden. Doch es gibt auch andere Erfahrungen. Sowjetische Soldaten teilen ihr Essen mit deutschen Kindern. Momente der Menschlichkeit. Wir Kinder standen, vielleicht 30, 40 Kinder, hatten natürlich alle Hunger. Und da wurde ich rausgepickt von einem Russen und durfte aus seinem Kochgeschirr mitessen. Und das durfte ich jeden Tag. Entweder hatte er zu Hause eine Tochter, der ich glich. Wir haben uns nie erklären können, warum ich da gefüttert wurde von diesem Russen. Andere trifft es umso härter. Deutsche Gefangene. Mehr als 200.000 geraten allein in Ostpreußen in die Hände der Roten Armee. Tausende werden sofort erschossen. Verbrechen, die niemand ahndet. Es gab natürlich Ausschreitungen. Die jungen Soldaten, deren Familien umgekommen waren, deren Häuser zerstört worden waren, die hielten das alles nicht aus. Sie fingen an, in die Kolonnen deutscher Kriegsgefangener zu schießen. Das war natürlich schrecklich.
Der Hass, der sich in Ostpreußen entlädt, ist von Hitler gesät worden. Auf ihrem Vormarsch haben die Sowjettruppen die Spuren deutscher Verbrechen gesehen. Verbrannte Erde, Millionen Opfer. Ursache und Wirkung. Töte den Deutschen, töte den Deutschen. Das war natürlich im Bewusstsein jedes sowjetischen Soldaten eingeprägt. Und wir wussten auch, dass uns, wenn wir in die deutsche Gefangenschaft gerieten, nichts Gutes erwartete. Tatsächlich sind zu diesem Zeitpunkt von den fast 6 Millionen sowjetischen Soldaten in deutscher Gefangenschaft schon mehr als 3 Millionen umgekommen. Vor allem durch Seuchen und Hunger. Bei solchen Zahlen hat die Sowjetpropaganda leichtes Spiel. Stalin schürt den Hass noch und befiehlt, Verbrechen gegen die deutsche Zivilbevölkerung nicht zu bestrafen. Ilja Ehrenburg, Schriftsteller und Journalist, ruft in Artikeln und Flugblättern offen zum Mord an Deutschen auf. Letzte Hemmungen der Truppe beseitigt Alkohol. Sie haben die Fässer aufgeschlagen und den Wein krügeweise getrunken. Manche haben so viel getrunken, dass sie nicht mal mit uns weiterziehen konnten. Die mussten wir dann neben den Fässern schlafen lassen. Nicht alle schlafen nur im Rausch. Auch ich habe die Exzesse unserer Soldaten gesehen, aber ich konnte sie damals nicht verurteilen. Haben unsere Soldaten nicht viel Schlimmeres im eigenen Land gesehen, als das, was sie später selbst angerichtet haben? Auch die Bilder aus den deutschen Todeslagern haben die Rotarmisten vor Augen. Am 27. Januar wird Auschwitz befreit. Einen Tag nachdem sowjetische Panzer bei Elbing die Küste des Frischen Hafs erreicht haben. Der Landweg aus Ostpreußen und die letzte Zugverbindung in den Westen sind abgeschnitten. Ostpreußen ist eingekesselt mit mehr als 2 Millionen Menschen. Nur 2 Wege führen noch nach Westen, entweder per Schiff über die Ostsee oder über das zugefrorene Haff auf die Näherung, die noch wochenlang gehalten werden kann, und dann weiter Richtung Danzig. Ein gefährlicher Weg für die Trecks, die jetzt ans Ufer des Haffs strömen. Vor ihnen liegt eine Eiswüste, fast 20 Kilometer sind es bis zur anderen Seite. Das Eis ist an vielen Stellen brüchig und vor Tieffliegern gibt es keinen Schutz. Viele sind schon seit Wochen unterwegs, doch sie haben keine Wahl. Von oben sind wir beschossen worden, von Flugzeugen wurde ja wahllos dann zwischen die Menschen auch geschossen. Und wissen Sie mal, man hatte so das Gefühl, man fährt bei Gewitter draußen. Es grollte und blitzte Tag und Nacht. Soldaten dirigieren die Trecks, stecken Wege ab und sorgen dafür, dass die Wagen nicht zu dicht auffahren. Dennoch brechen die Flüchtlinge immer wieder ein. Dann plötzlich so ein Krach und der Wagen sank in Sekunden. Und das war eben etwas, was ich sehr schwer... Also erstmal, ich war erstarrt, ich war geschockt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte nur den Gedanken, du bleibst ganz alleine zurück, weil die Familie versank vor meinen Augen. Ich habe mich dann auf die Eiskante gestellt und mich etwas am Pferd festgehalten mit einer Hand und mit der anderen Hand rübergegriffen, weil meine kleinen Geschwister an Mutter vorbeigekrabbelt kamen. Und da habe ich dann rübergerissen auf die Eiskante. Und auf die Art kamen 3 rüber von den Kleinen. Und dann rutschten die Pferde ab und der Wagen ging unter. Und ich bin mit den 3 dann zur Seite und wir haben uns dann aneinander geklammert und... Völlig durchnässt kann sich die Familie retten.
Doch mit dem Wagen sank auch die jüngste Tochter Heidrun ins eisige Wasser. Sie wäre bald 2 Jahre alt geworden. Am nächsten Morgen nach der Tragödie, da ist mein Vater auf das Eis mit so einem kleinen Rollschlitten. Und ich weiß, es war heller Sonnenschein und wir haben gezittert, dass die Russen, die Maschinen wiederkommen. Und er ist dahin zu dieser Unglücksstelle und hat das Kind aus dem Wasser geholt. Dann kam er zurück und bald danach ging das Schießen auch wieder los. Es war wie ein Wunder, dass sie nicht geschossen haben, als er sich da auf dem Eis bewegte. Und da haben wir dann ein Grab geschaufelt und das Kind in so einen kleinen Teppich gerollt und da begraben. 6 Wochen lang ziehen die Wagen über das Haff. Von Januar bis März. 6 Wochen zwischen Leben und Tod auf immer dünner werdendem Eis. Manchmal dauert das Sterben viele Tage. Unser Omche war schon so krank und die ganze sanitäre Behandlung, das war ja nicht mehr möglich. Wir mussten ja vorwärts. Nur hat sie da hinten im Wagen gelegen, tagelang, vielleicht auch noch länger. Und die Geruchsbelästigung, die war unerträglich. Wenn der Tod allgegenwärtig ist, verlieren die Menschen jede Scheu vor ihm. Im Fuhrwerk hinter uns saß eine Frau im Wagen. Die Pferde lebten noch und die hatten ihre Schnauzen, also ihre Maul da, auf der Oberkante vom Eis. Und die prusteten natürlich aufgeregt, die Augen ganz ausgequollen. Und man sah ja, dass der Wagen geht ja nicht gleich unter, nicht? Der schwimmt ja noch ein bisschen, nicht? Und da lag die Mutter, oder besser saß so im Wagen und hatte 2 Kinder und alle 3 waren tot. Und dann ging ein Mann vorbei, das habe ich mit eigenen Augen gesehen, der hat der Frau noch den Ehering vom Finger abgezogen. Als das Eis taut, wird das Ausmaß der Tragödie offenbar. Das frische Haff, ein Massengrab. Der Überlebte versucht es zu begreifen. Ein paar Meter weiter brach wieder einer ein. Und dann kamen Granaten, die schlugen noch ein. Das war wie ein Horrorfilm, in dem es keine Pause gibt, in dem es keine Halbzeit gibt, in dem es immer nur weitergeht, immer neue Eindrücke, dass man gar keine Zeit hatte, die alten Eindrücke zu verarbeiten. Nach einem Monat ist die Schlacht um Ostpreußen entschieden. Kein Wunder wie bei Tannenberg 1914. Ein ganzes Land ging unter. Nur um Königsberg wird noch gekämpft. Hitler hat die Stadt zur Festung erklärt. Sinnloses Durchhalten. Sinnlose Opfer. Gauleiter Koch meldet Hitler, er kämpfe bis zum letzten Mann. Tatsächlich setzt er sich mit einem Eisbrecher der Ostpreußen nach Flensburg ab. Die Alliierten fassen ihn erst Jahre später. Heutzutage würde man sagen, Schwein. Ein Schwein in jeder Beziehung. Sich überhaupt nicht darum zu kümmern, was mit seinen Leuten passiert oder mit seiner Bevölkerung passiert. Für die Bevölkerung spielt sich der letzte Akt auf der frischen Nährung ab. Wie ein Strom von Lemmingen wälzt sich der große Treck auf der einzigen Straße entlang. Kälte, Hunger, Tod und immer wieder Bomben. Man stumpft ja so furchtbar ab. Man stumpft ganz ab. Man lethargisch, man lebt ohne einfach so. Du lebst noch, heute lebst noch, morgen sicher nicht mehr. Nun, was kommt heute? Man denkt noch nicht mal, was kommt heute. Man schiebt nur die Füße vor sich her, da, wo man hingeschoben wird. Mit Landungsbooten rettet die deutsche Kriegsmarine Flüchtlinge vom Nährungsstrand.
Wer den großen Treck bis hierher überlebt hat, versucht mit letzter Kraft auf eins der Schiffe zu gelangen. Manche mit allen Mitteln. Also, wenn diese Menschen, muss man mal so sagen, wenn diese Menschen Waffen gehabt hätten, hätte einer den anderen abgeschossen, um sich selbst zu retten. Solche Situationen herrschte dort. Aufnahmen sowjetischer Kameramänner. Die Näherung nach der großen Flucht. Zehntausende von Fuhrwerken und Militärfahrzeugen. Die Reste des Trecks. Man konnte es gar nicht überschauen. So viele Fahrzeuge standen da. Und da hatte ich eigentlich so zum ersten Mal das Gefühl, das ist Ostpreußens Reichtum. Das ist alles, was übrig geblieben ist. Und da habe ich auch gedacht, und das verdanken wir diesem verfluchten Hitler. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich diese Verbindung begriffen habe. Ne? Mehr als 50.000 Tote blieben auf der Näherung zurück. Das tragische Finale der Flucht aus Ostpreußen. Bis heute finden sich Spuren der Tragödie. Im russischen Sperrgebiet treffen Schatzsucher immer wieder auf die Überreste von Flüchtlingen. Sie suchen nach Orden und nach Zahngold. Im Russland von heute sieht man vieles mit anderen Augen. Im Krieg haben wir ja nur gehört, dass die Deutschen furchtbar sind. Niemand hat uns erzählt, dass es auch andere Deutsche gab, die keine Nazis waren. Wir haben keinen gefragt, ob er Nazi war, Kommunist war oder was immer. Wir haben sie alle gleich behandelt. Es war falsch. Erst nach dem Krieg sind wir endlich wieder zur Besinnung gekommen. Der Wille zur Versöhnung und die Bürde der Geschichte. Man kann das nicht vergessen, das kann man nicht vergessen. Man kann verzeihen, aber man kann nicht vergessen. Was bleibt, ist die Erinnerung.